Das wird unsere größte bisherige Herausforderung. Alles nochmal ausmisten. Zeig mal dich und deinen Doppelrucksack. Und was ist es? Unsere Unterhosenaufbewahrung. Nice. Intime Einsichten. Und da unten. Und hier haben wir ein weiteres Regal. Das haben wir in einer Klemmvorrichtung gebaut. Das ist von oben und unten einfach mit Druck befestigt wird. Bisschen Klebstoff dran und oben trocknet das noch ein bisschen. Als nächstes versuchen wir jetzt unser Bett herzurichten. Das heißt, alte Matratzen raus, weg damit und die neue müssen wir dann noch ein bisschen zuschneiden. Die neue Matratze mit reingeschoben. Deluxe. Die Idee bei diesem Schnitt ist, dass wir dann an die vorderste Klappe unterm Bett am einfachsten kommen, weil da der Motorhahn und der Abwasserhahn ist. Und an den muss man regelmäßig ran, wenn man mit dem Boot steht. Von einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend war es gerade? Schweiß 3. Ja, die Zahl zwischen 1 und Schweiß 3. Sehr, sehr anstrengend ist Schweiß 3. Ja, 6. Eine 6. Ich glaube, wenn man drauf liegt, ist okay. Probetest bestanden. Mittagsschlaf. Mittagsschlaf. So, und eins der Gründe, warum wir es gemacht haben, ist, dass es hochklappbar ist jetzt. Und dass wir jetzt relativ einfach unten an die Pumpe kommen. An die Hähne. Geschafft. Wir haben es jetzt endlich hingekriegt. Wir haben jetzt ein paar Regale, ein paar neue Fächer. Wir haben jetzt die Matratze fertig gekriegt und wir sind einfach komplett kaputt. Wir haben tatsächlich heute zum ersten Mal einigermaßen gut geschlafen, obwohl es sehr gewindet hat. Das Problem ist natürlich auch immer, wenn man nachts auf die Toilette muss. Das heißt, einigermaßen dick anziehen, alles erstmal aufmachen, weil wir die Ladeluke auch oder die Luke halt zu haben. Und bis vor an die Toilette und dann wieder alles zurück, alles zumachen, ausziehen, wieder ins Bett legen. Ja, dann ist man meistens schon wach. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal es wieder ein Stück gemütlicher gemacht. Was jetzt noch ansteht, ist mehr Sachen ausräumen. Und dann haben wir nur noch eine Woche, bis wir die erste große Fahrt machen. Unsere letzte Tour von Berlin nach Rügen. Wir mussten uns dafür extra einen Transporter mieten. Und völlig übertrieben, ein Riesentransporter. Das ist halt einfach so ein Sprinter. Und wir haben einfach so viele Sachen dabei. Ich glaube nicht, der Sprinter ist größer als unser Boot. Und so sieht's aus. Also für den Transporter ist es lächerlich wenig. Aber für unser Boot ist es viel zu viel. Hätten wir eine Wohnung, wäre das alles gar kein Problem. Wir hatten, glaube ich, noch mal 2 Autos voll. Und das war's an Sachen. Kaum Möbel, beziehungsweise keine Möbel. Nur, ja, wie gesagt, der Laster ist halt einfach größer als unser Boot. Deswegen mal schauen, wie es wird. 5 Stunden Fahrt nach Rügen. Wie fühlst du dich? Voll cool.
Voll cool. So weit oben zu sitzen. Und mit Scheibenwischern ohne Wasser. Ich habe auch Automatik. Die sind halt. Angekommen nach tatsächlich nur 3,5 Stunden. Ging schnell rum. Jetzt müssen wir uns beeilen. In einer Stunde soll es regnen. Das heißt, alles ausladen, umladen und dann gucken, wie es dann weitergeht. Was auch cool ist, in dem Hafen gibt es so Wägele, so Schubkarren, die kann man sich einfach nehmen. Und da können wir zumindest bis zum Boot das alles ziehen. Noch ein bisschen. Der Erfolg von großen YouTubern ist immer, ein süßes, niedliches Tier zu zeigen. Ja, ne? So, Doros Mama ist da. Die hilft uns ein bisschen. Und zur Notlösung haben wir jetzt erstmal Folgendes gemacht. Wir haben die großen Kisten erstmal in ihr Auto gestellt, weil wir morgen den Transporter wieder abgeben müssen. Und es hat halt alles wahrscheinlich keinen Platz im Boot, um da auch nochmal auszumisten. Deswegen haben wir, weil sie noch eine Woche da ist, haben wir uns überlegt, okay, ein paar Sachen schmeißen wir zu ihr und dann misten wir nach und nach aus und geben ihr ein paar Sachen mit. Mal schauen, wenn sie runterfährt, wie das aussehen wird, weil, naja, ihr Auto war schon voll, als sie von Berlin hier hochgekommen ist. Oh je. So, dank Schwiegermutti, die sich ein Ferienhaus auf Rügen gegönnt hat, können wir jetzt in Ruhe ein bisschen noch ausmisten, was noch mit nach Hause soll und was tatsächlich noch in Müll muss, weil wir einfach keinen Platz haben. Und so sieht unser kleiner Arbeitsort aus, an dem wir jetzt alles vorsortieren, wegsortieren, absortieren müssen. Ich komme schon mal einigermaßen voran. Da hinten ist das Zeug, was wir der Mama mitgeben. Das ist das, was aufs Boot noch mitkommt. Das ist bisher die Ecke, die zurück in die Heimat kommt. Das ist die Ausbeute, was wir nochmal rausgefiltert haben. Ist zwar nicht ein ganzer Karton, aber immerhin etwas. Mal schauen, ob wir damit klarkommen, wie viel wir noch ins Boot kriegen. Der Vorteil der Ferienwohnung ist, dass wir da in Ruhe arbeiten und Sachen lagern können. Der Nachteil ist, wir müssen ständig hin und her wandern. Aber kommen dann zumindest im Spazier und im Hund zurecht. Gell, Hundi? So, Zeit den letzten Rest aufs Boot zu bringen. Bei natürlich fantastischstem Wetter. Ach ja, wir lieben Rügen. Jo, lieber mal ein bisschen Rügener Wetter genieße. So sieht die Sicht aus dem Fenster bei uns aus. Wir haben ein bisschen das Gefühl, wir würden gegen das andere Schiff gleich gedrückt werden. Ja, aber es ist ein bisschen mehr Platz, als es den Anschein gibt. Auf der anderen Seite sieht es auch so aus.
eingequetscht zwischen zwei Schiffen. Tag 2, wo es im Prinzip permanent regnet. Groß können wir gerade nichts machen, außer innen ein bisschen noch umsortieren, aber weiter basteln, bauen, sägen ist erstmal bei dem Wetter schwierig, weil, naja, es ist ständig alles nass. Deswegen sind wir ein bisschen am Warten. Das bringt dann der Sturm mit sich. Ganz viele Quallen. Kaffee machen auf dem Boot. Erstmal Bohnen in die Kaffeemühle. Dann um sein Leben mahlen. Jetzt wird alles fleißig versorgt und einsortiert. In das Minibad kommen ganz viele Sachen rein. Alle Schubladen und Schränke in dem Schiff haben so eine Spezialvorrichtung, dass du im Prinzip hier deinen Finger reinsteckst und dann kannst du es aufmachen. So ist es immer verschlossen. Und dann kannst du während einer Schiffsfahrt nicht rausfallen. Mal gucken, was in die Schublade kommt. So, die Schublade ist jetzt unsere offizielle Teeschublade. Und wenn der Abend später wird, kommt der härtere Tee raus. Und von Oma haben wir einen Eimer gekriegt, damit wir gut versorgt sind. Und im Eimer waren 1 Milliarde Schokolade drin. Geschafft. Wir haben alles ins Boot reingekriegt. Das sieht leider nur nicht ganz so gut aus. Beziehungsweise es sieht halt einfach aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Trotzdem haben wir jetzt im Prinzip alles drin. Wir haben jetzt sehr viele Sachen auch aussortiert und sind jetzt eigentlich so mit unseren ganzen Sachen fertig. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass das Zeug in Muddis Auto passt. Chaosaufnahme. So, wir können aktuell nirgends sitzen, weil wir halt einfach alles zu haben. Wirklich alles ist voll. Wir haben so wenig Platz. Sieht halt aus wie so eine Messi-Wohnung. Selbst im Bad, also wenn es bereit wäre, könnten wir, selbst wenn es tätig wäre, könnten wir nicht rauf. OMG, schaut euch dieses fantastische Wetter an. Endlich ist es wieder trocken, aber immer noch sauwindig. Naja, mal gucken, was der Tag so bringt. So, ich habe meine erste Wäsche aufgehängt. Weil ich dachte, es ist sonnig, beziehungsweise ein bisschen wolkig und viel Wind. Und jetzt fängt es an zu regnen. Nice. Heute kocht Superstar Doro uns folgendes Gericht. Welches Gericht kochst du uns? Rahmspinat. Was für ein Knoblauchschild. So sieht die erfolgreiche Köchin aus und so sieht ihr Produkt aus. Leckere Rahmspinatnudeln.